scheint, als müssten wir uns die Kellerräume durchaus nochmal genauer angucken und das werden wir jetzt auch tun. Ich werde jetzt einfach hier so ein bisschen lang gehen und gucken, dass was passiert. Vielleicht habe ich ja doch was übersehen, was ich noch untersuchen kann. Also ganz langsam hier lang und mal sehen, ob irgendwas passiert. Also untersuchen kann ich bisher noch nichts, das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt aber. Was war das? Du hast es auch gehört? Was? Hey, sieh dir das an! Die Steine aus der Mauer! Tatsache, ein paar von ihnen sind runtergefallen. Aber wieso sind die... Oh, hier, Steine aus der Mauer. Lass uns die doch untersuchen. Ich kann sehen, wo Steine aus der Mauer gefallen sind. Ich sehe etwas durch die Lücken zwischen den Steinen. Diese Steine sehen aus, als wären sie erst vor kurzer Zeit eingemauert worden. Vielleicht können wir... Ja, Mann, da ist irgendetwas dahinter. Nein, das ist es nicht. Das funktioniert nicht. Ich brauche ein Werkzeug mit mehr Gewicht. Boah, da kennen wir doch eins, was wir erst vor kurzem hier gekriegt haben. Nehmen wir doch den Hammer. Ein Hammer ist immer nützlich. Das sollte funktionieren. Kommt mir ein bisschen vor wie Tetris hier. Nur andersrum. Ich sehe einen Raum mit einem Bild. Oder auch nicht. Oh, eine Tür. Oh, eine Tür hinter dieser Wand. Ja, Überraschung. Da hinten habe ich mich dann aber... Da hinten muss da auch noch eine Geheimtür sein, oder? Bilder. Machen wir Bilder. Hey, Hyde, riechst du das auch? Es riecht, als ob hier jemand gemalt hätte. Und ob. Dunning. Was? Du willst mir erzählen, dass der alte Dunning malt? Das meinst du doch nicht ernst, Hyde. Dunning war es, der die ganzen Äpfel gemalt hat, Louis. Hab wohl zu viel Farbdämpfe geschnüffelt. Dunning soll Äpfel malen? Richtig gehört, Louis. Und jetzt hör mir gut zu. Dunning hat eine Tochter, die er seit Jahren nicht gesehen hat. Jenny heißt sie. Jenny? Das ist der Name des Mädchens, das vor 10 Jahren im Zimmer 111 entführt wurde. Und die Buchstaben auf den Apfelgemälden ergeben auch diesen Namen, oder? Genau. Aber ich habe hier im Keller noch etwas herausgefunden. Dunning kannte Evans, bevor er das Hotel hier übernommen hat. Moment, Evans? Das ist doch Milas Vater, oder? Bist du sicher? Ich glaube kaum, dass Dunning und Milas Vater Kumpel waren. Ich bin sogar sehr sicher. Sie kannten sich und sie teilten ein Geheimnis. Eines, das sie nie verraten würden. Du meinst also ein richtig krasses Geheimnis? Aber du weißt natürlich, was es ist. Na komm, lass schon hören, Mann. Du kennst das Engelsbild, das Bradley aus dem Lager von Nye gestohlen hat? Dunning war derjenige, der es gemalt hat. Was? Du spinnst doch. Das ergibt doch keinen Sinn. Hör mir zu, Louis. Der Beweis befindet sich hier, in diesem Zimmer. Ich bin ganz sicher. Du musst mir helfen, ihn zu finden. Tja, dann lasset uns suchen. Auf dem Boden des Eimers ist Farbe. Grüne Farbe in einer Dose. Blaue Farbe in einer Dose. Und gelbe Farbe in einer Dose. Alle möglichen Farben sind auf die Leinwand gemalt. Auf der Rückseite ist ein Bild von einer Landschaft. Ein großes Stück Leinwand. Eine Seite der Leinwand ist mit weißer Farbe bepinselt.
Dieses Gemälde ist... Gemälde? Das nennst du ein Gemälde? Ich meine, ich habe ja keine Ahnung von Kunst. Aber was zeigt denn dieses Gemälde? Eine weiße Katze im Schneegestöber? Die Farbe ist wirklich dick. Was ist hier eigentlich los? Nicht viel rote Farbe übrig. Dicke Farbe, können wir die irgendwie abmachen? Mit dem Hammer wohl sicher nicht. Mit dem Kugelschreiber, mit dem Aufkleberentferner. Mit dem Schlüssel. Könnten mit dem Schlüssel versuchen, das abzukratzen. Dann bringt das halt nicht weiter. Aber mit dem dünnen Draht, das sicher auch nicht, oder? Das sag ich doch. Na, vielleicht finden wir hier noch was, mit dem wir Farbe abkratzen können. Zum Beispiel mit diesem Spachtelmesser. Diese Palette hat schon einiges durchgemacht. Na, schau mal an. Wie nennt man diese Dinger nochmal? Palettenmesser? Stimmt das? Spachtel. Ich nehme das Palettenmesser an mich. Wunderschön. Dann haben wir jetzt was zum Farbe abkratzen. Aber ich gucke nochmal, was noch so ist. Eine Sprühflasche Terpentin. Das sollte nicht in die Augen kommen. Terpentin löst übrigens Farbe, falls das noch keiner wusste. Ungefähr die Hälfte der Farbe ist verbraucht. Es gibt auch Terpentinersatz, der ist nicht ganz so giftig, hilft aber genauso. Ungefähr die Hälfte der Farbe ist verbraucht. Auch hier. Eine schmutzige Kiste. Na toll. Eine alte Flasche voll Farbe. Wusste gar nicht, dass die Farbe in Flaschen verkauft wird. Doch. Acryl. Eine alte Flasche voll Farbe. Bla bla. Bla 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 bla. Farbe, Flasche, blub. Das sieht nicht mal aus wie eine Flasche. Ein Karton voll Farben. Farben, 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 Farben. Wisst ihr Bescheid, ne? So, kombinieren wir Palettenmesser mit Leinwand. Also gut, jetzt. Hey Mann, was machst du da? Der bestimmt sein eigenes Bild, Engel, der eine blub Tür öffnet, übermalt. Überraschend, dass wir die weiße Farbe hier ganz locker abkratzen können und das Bild darunter nicht beschädigen. Das ist garantiert das Engelsbild, was geklaut wurde. Aber sowas von. Geht das wirklich? So ganz einfach Farbe von einem alten Gemälde runterkratzen, ohne das Bild dahinter zu beschädigen? Man kratzt doch die Farbe von dem Bild selber mit ab, oder? Ich meine, dass es so grob sichtbar ist, garantiert, aber so genau wusste ich's doch. Wow! Wer denkt denn an sowas? Dass da ist ein Gemälde, dass da ein Gemälde unter der Farbe steckt. Das ist ein Engel, oder? Kannst du wohl sagen. Ein Engel. Kommt dir dieses Gemälde irgendwie bekannt vor, Louis? Nee, Mann, war als Kind nicht so oft in der Kirche. Verstehst du doch, oder? Moment mal. Unmöglich! Hey, halt! Ist das etwa das Bild? Absolut, Louis. Das ist das Engelsbild, das Bradley von Nile gestohlen hat. Ich brauche einen Drink, Mann. Verdammt, ich brauche jetzt mindestens 3 Drinks. Aber was macht das Bild ausgerechnet hier? Genau wie ich gesagt habe, dieses Engelsbild hat Danny gemalt. Ja, aber sag mal, wieso soll ich dir diesen Schwachsinn eigentlich abkaufen? Sag mal, Louis, du kennst doch den Titel des Gemäldes, oder? Wieso? Engelsbild, so heißt es doch, oder? Danny hat es jedenfalls immer so genannt. Nichts gegen Danny, aber der Titel lautet Engel, der eine Tür öffnet. Engel, der eine Tür öffnet? Aber sicher, warum nicht? Wenn ich glauben soll, dass der alte Dunning es gemalt hat, dann kann ich alles glauben. Du wirst langsam frech, Louis. Hör mir lieber zu. Die ganze Welt glaubt, das Bild ist hier vor einem gewissen Aussersohn gemalt worden. Aussersohn war ein Künstler, geboren im 19. Jahrhundert. So heißt es jedenfalls. Ein paar Dutzend seiner Bilder wurden 40 Jahre nach seinem Tod entdeckt. Und dann begann auf dem Kunstmarkt ein Run auf seine Bilder. Engel, der eine Tür öffnet, soll sein Meisterwerk sein. Also, du meinst, dieser Aussersohn hat tatsächlich ein Engelsbild gemalt?
Und dann hat Dunning eine Fälschung gemacht? Das ist keine Fälschung, Louis. Das ist das Original. Das Original? Aber es kann doch nicht wahr sein. Du meintest doch, das Bild ist von diesem Osterton, Ostermann, egal. Du verstehst es immer noch nicht, was? Aber was? Dunning ist Ostersohn. Abgefahren. Das ist ja total verrückt. Wer denkt sich denn sowas aus? Hör mal, vor 3 Jahren hat mein Kumpel Danny wegen dieses Bildes ins Gras gebissen. Er wollte es verkaufen und uns Kohle besorgen, um die Stadt zu verlassen. Und jetzt ist das Bild hier. In einem Keller direkt unter meinem Schlafzimmer. Unendlich weit weg von New York. Das macht mich fertig. Warum? Warum? Was zum Teufel macht dieses verdammte Bild hier? Louis. Hey, ich mein's ernst. Sag's mir. Du willst wissen, wie das Bild hierher gekommen ist? Ich denke, Bradley hat es dem Mann zurückgegeben, der es gemalt hat. Was? Bradley hat es zurückgegeben? Was soll das denn bedeuten? Ich vermute, Bradley wusste die Wahrheit über Ostersohn. Du bringst mich noch um, Hyde. Er wusste, dass der Maler Ostersohn nichts weiter als eine Erfindung war. Aber du hast doch gesagt, Ostersohn soll ein Maler sein, dessen Werk erst nach seinem Tod berühmt wurde, oder? Tatsache ist, niemand hatte je von dem Mann gehört. Nicht bis irgendwer ein Buch über ihn geschrieben hatte. Erst durch das Buch wurde er über Nacht zum Star. Und seine Bilder verkauften sich auf einmal für einen fantastischen Preis. Von welchem Buch redest du? Es heißt Ostersohn, der mysteriöse Maler. Veröffentlicht wurde es 1963. Und weißt du, wer der Autor ist? Robert Evans. Robert Evans? Das ist doch Milas Vater, oder? Aber das heißt doch... Okay. Ich glaube, jetzt schnall ich's. Das heißt dann, dass Milas Vater auch mit dieser Engelsbildgeschichte zu tun hat. Und ob. Dieser Engel ist echt beliebt. Hat eine ganze Menge Fans. Überall. Nur den Grund, den habe ich noch nicht herausgefunden. Wieso haben Evans und Dunning sich Ostersohn überhaupt ausgedacht? Um Geld zu scheffeln? Und wie ist Bradley über diese Sache gestolpert? Noch mehr Rätsel? Früher fand ich Rätsel toll, Mann. Aber jetzt nicht mehr. Hast du dann wenigstens schon die Lösung? Noch nicht ganz. Aber ich komme der Sache näher. Muss nur noch die Fakten sortieren. Bis jetzt weiß ich, dass Evans Buch über Ostersohn vor 16 Jahren erschien. Mila und ihr Vater kamen vor 10 Jahren hierher. Das ist doch die Zeit, als das Hotel für eine Weile dicht gemacht wurde. Und das Mädchen, das hier verschwunden ist, auch 10 Jahre her. Oh, und außerdem ist Mila in einen Koma gefallen und wurde in das Hospital eingeliefert. Und Milas Vater hat das Hotel gekauft. Ist einiges geschehen vor 10 Jahren. Moment, warte mal. Und dieser Schuppen hat mal Milas Vater gehört? Genau. Robert Evans war mal der Besitzer. Aber vor 7 Jahren schließt er seine Galerie und verschwindet vom Erdboden. Und dann kauft Dunning das Hotel Dusk. Hey, Woodward hat doch gemeint, Milas Vater ist immer zu Besuch gekommen. Und vor 6 Monaten haben die Besuche auf einmal aufgehört, ja? Und das hat er gesagt. Ich krieg's nicht auf die Reihe, Mann. Sag mal, wann hat Dunning das Hotel Dusk neu eröffnet? Das war vor 5 Jahren, oder? Ja, und Bradley hat Danny vor 3 Jahren umgebracht. Direkt danach hast du dann Bradley kalt gemacht. Ja. Mehr oder weniger. Halt am Apparat. Es ist was Schlimmes passiert. Bradley hat... Was? Hey, halt. Kann ich dich was fragen? Klar. Wieso hast du eigentlich auf Bradley geschossen? Ich meine, ihr wart Partner. Und Freunde wart ihr auch, oder? Bist du der Typ, der einen Kumpel kalt macht, wenn er sich falsch behandelt fühlt? Jagen, finden und dann erledigen? Also ich finde das ja kalt. Eiskalt sogar. Ich weiß es auch nicht. Du weißt es nicht? Ich habe gehört, was er getan hat, dass er uns verraten hat, habe überall nach ihm gesucht. Und dann habe ich ihn an den Docks gefunden.
Ich war verdammt sauer, Louis. Ich konnte kaum noch klar denken. Also habe ich meine Waffe gezogen und gebrüllt, warum, Bradley, warum? Und was hat er geantwortet? Nichts. Nicht ein einziges Wort. Hat sich einfach nur umgedreht und mich angesehen. Irgendwas lag in seinem Blick. Ich weiß nicht was. Es ging alles zu schnell. Dann drehte er sich um und ich dachte, er will fliehen. Und meine Waffe hatte ich in der Hand und dann habe ich abgedrückt. Tja, passiert. Wer eine Waffe hat, benutzt sie auch. Wow, hey, tut mir leid, dass ich gefragt habe, okay? Jedenfalls musst du ihn erwischt haben, Mann. Erwischen. Du willst doch auch seine Geschichte hören, oder? Darum suchst du auch nach ihm, oder? Um deinen Frieden mit dir selbst zu machen. Genug davon. Konzentrieren wir uns lieber auf das, was vor uns liegt. Klar, Mann. Schon verstanden. Wann hat Dunning das Hotel das neu eröffnet? 5 Jahre ist das her, ja? Ja, Bradley hat Danny vor 3 Jahren umgebracht. Oh, und dann ist Bradley mit dem Engelsbild verschwunden. Und dann hat er sich vor 6 Monaten hier ein Zimmer genommen. Als Kyle Hyde. Genau, und zu diesem Zeitpunkt ist auch Milas alter Herr verschwunden. Und Bradley ist in der Stadt aufgetaucht. Genau. Aber das hat doch alles nichts zu bedeuten, oder? Es sind doch nur eine Menge Daten und Zahlen. Oder ist dir irgendwas klar geworden, das ich noch nicht kapiert habe? Das meiste. Zumindest glaube ich das. Komm schon, Louis. Wir müssen erstmal Dunning und Mila finden. Ich glaube, alles fügt sich zusammen, wenn wir erstmal mit den beiden reden. Was immer du sagst, Wachmeister. Tja, wo mögen die nur sein? Eine unbemalte Leinwand. Eine unbemalte Leinwand. Und nochmal unbemalte Leinwände. Ja, auch die ist unbemalt. Auf der Rückseite der Leinwand ist eine Kohlezeichnung von einem Gebäude. Auf der Rückseite der Leinwand ist eine Zeichnung von einer Frau. Die Kiste, in der sich die Leinwände befinden, ist alt und abgenutzt. Das Polster von diesem Sessel ist zerrissen und voller Löcher. Der Eimer ist verstaubt. Den hat wohl lange niemand mehr verwendet. Ein Gemälde mit Blumen an der Wand. Engel, der eine Tür öffnet, was? Kann nicht erkennen, was daran so toll sein soll. Ich allerdings auch nicht. Auf der Rückseite des Gemäldes steht ein Datum. Tja, für heute mache ich hier erstmal Schluss. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder und vielleicht wird das schon der letzte, wenn nicht der vorletzte Part sein. Seid gespannt.